Ihr wollt, dass einige von euren Körperteilen leuchten? Kein Problem. Solange ihr einen Face-Tracker verwendet, der Post-Processing unterstützt, wie zum Beispiel VC-Face. Ladet dazu einfach euer Modell in Unity hinein. Schaut euch dieses Video an, falls ihr nicht wisst, wie das geht. Geht anschließend in den Ordner Textures und wählt die Textur mit einem Rechtsklick aus, bei der etwas leuchten soll. Klickt dann auf Show in Explorer und es sollte sich ein neues Explorer-Fenster öffnen. Kopierte Textur und öffnet sie in einem Zeichenprogramm. Ich verwende hierzu GIMP. Erstellt einen neuen Layer und übermalt die Stellen, die leuchten sollen, weiß und die Stellen, die nicht leuchten sollen, schwarz. Wollt ihr, dass das Leuchten an verschiedenen Stellen unterschiedlich stark ist, dann verwendet ihr hierzu Grautöne. Dabei gilt: Weiß sollte die hellste Stelle sein und je schwärzer ihr das Grau macht, desto weniger leuchtet es. Eine Unterscheidung ist aber meiner Erfahrung nach alles ein sehr subtiler Effekt. Habt ihr das erledigt, dann habt ihr eine Schwarz-Weiß-Textur. Speichert diese unter einem neuen Namen. Zieht anschließend die Textur in Unity hinein und geht dann in den Ordner Materials. Sucht das Material, in dem die Textur im Original verwendet wird. In meinem Fall ist das Material für die Augen. Sucht den Punkt Emission im Inspektor und zieht in das dunkle Kästchen die soeben erstellte Textur. Geht dann als nächstes auf das schwarze Kästchen, in dem HDR steht. Wählt jetzt die Farbe aus, in der die Textur leuchten soll. Erhöht in diesem Fenster ebenfalls die Intensität, in der die Stelle leuchten soll. Persönlich finde ich den Effekt am besten, wenn dieser Wert zwischen 5 und 6 liegt. Exportiert nun den Avatar und importiert diesen in VC-Face. Geht anschließend auf Einstellungen, dann Effekteinstellungen und aktiviert den Punkt Bloom. Oder falls ihr es auf Deutsch eingestellt habt, blühen. Okay. Stellt anschließend die Regler so ein, dass alles gut ausschaut. In meinem Fall habe ich das mit diesen Werten hier erreicht. Und ja, das war es dieses Mal auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ihr euren Avatar noch weiter verbessern wollt, dann klickt doch einfach auf das Video, welches nun auf dem Bildschirm dargestellt ist, bei dem ich euch zeige, wie ihr euren Avatar mit Assets modifiziert. Aber wenn es für uns heute auch schon gewesen sein sollte, hat es mich doch sehr gefreut. Tschüss und bis zum nächsten Mal, meine Landratten.